Erneut befinden wir uns im Bann der internationalen Notenbanken. Die rasante Aufholjagd an den Finanzmärkten hat deshalb mittlerweile wieder ein jähes Ende gefunden. US-Notenbankpräsident Powell hat signalisiert, dass die Zinsen wohl weiter kräftig steigen werden und dass eine erste Zinssenkung im Jahre 2023 wohl nicht zu denken ist. Das hat viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Sind sie doch bei mittlerweile wieder sinkenden Inflationsraten von einer gnädigeren Notenbank ausgegangen. Unsere defensive Positionierung mit einem Aktienuntergewicht oder aber den Absicherungen in den Protection-Lösungen hat sich deshalb ausbezahlt. Nach wie vor sind die Aktienmärkte aber nicht billig, da wir den eingepreisten 10% Gewinnwachstum doch angesichts der Konjunkturlage misstrauen. Auch die Risikoprämie ist mit rund 4% eher nur durchschnittlich. Zudem dürfte die Fed die Zinsen weiter anziehen und jetzt erst mit der Bilanzverkürzung so richtig ernst machen. Die Konjunktur schwächelt und auch traditionell ist der September eher ein schwacher Aktienmonat. Wir bleiben deshalb untergewichtet bei Aktien. Sollten die Aktienmärkte nun aber vermehrt einen Gewinnrückgang einpreisen und sollten auch die Inflationsraten kräftig nachgeben, dann werden auch Aktien wieder attraktiver. Auf der Obligationenseite haben wir unsere Schweizer Frankenposition etwas gekürzt, da mittlerweile die Obligationen etwas teurer sind und auch die Konjunktur robuster als in der Eurozone. Nach einer ausgeprägten Achterbahnfahrt haben wir bei den Rohstoffen unser Untergewicht geschlossen. Mittlerweile stehen eher wieder die Angebotssorgen im Vordergrund und auch China hat neue Infrastrukturmaßnahmen angekündigt. Was passen wir noch in unseren Portfolios an? Erstens, es gibt viel Bewegung auf der Währungsseite. Der Schweizer Franken war bislang unsere präferierte Währung. Mittlerweile hat er sich allerdings deutlich aufgewertet, auch auf realer Basis, und die Schweizerische Nationalbank hat wieder angefangen zu intervenieren. Der Dollar hingegen dürfte auch weiter von steigenden Zinsen profitieren, obwohl er nicht mehr so günstig ist. Wir verteilen deshalb unser Währungsübergewicht neu auf Schweizer Franken und US-Dollar, bleiben aber im Pfund und im Euro untergewichtet. Zweitens. Die hohen Energiepreise verschaffen den Energiefirmen kräftige Gewinne und trotz des Kursanstiegs sind die Bewertungen nach wie vor eher unterdurchschnittlich. Auch andere Fundamentaldaten sprechen für diesen Sektor. Zum Beispiel der beständig hohe Free Cashflow und die überdurchschnittlichen Dividendenrenditen. Wir bauen deshalb unsere Position weiter aus. Drittens. Gold befindet sich seit dem September 2020 in einer breiten Trading Range von ungefähr 1.680 bis 2.050 US-Dollar. Aktuell befinden wir uns am unteren Band. Angesichts der aktuellen Realzinsen und bei einem doch recht kräftigen US-Dollar gehen wir nicht davon aus, dass Gold grundsätzlich aus dieser Trading Range ausbrechen wird. Bei eingeschränkten Renditemöglichkeiten aktuell sowohl bei Aktien als auch bei Obligationen möchten wir allerdings diese breite Trading Range nutzen und bauen deshalb Positionen in Gold auf. Detailliertere Informationen über unsere aktuelle Positionierung und spannende Anlagethemen finden Sie auf unserem Insight-Blog des Asset Managements der Zürcher Kantonalbank. Einen guten September und bleiben Sie ausgewogen.